Willkommen, liebe Freunde, zum Testbericht der Cockpit SX12. Die Cockpit SX12 zeichnet sich erstmal formal darin aus, sie hat gegenüber der 9 eine Carbonoptik hier oben drauf, hier ist es schwarz hochglänzend und wir haben mehr Schalter dran. Ja, wir haben nicht nur mehr Kanäle, sondern auch mehr Schalter. Hier an der Seite ist hier unten ein Dreifachschalter noch dazugekommen. Und auf dieser Seite hier nochmal ein Schalter dazu. Die anderen kennen wir, die anderen Schalter, und was sie auch auszeichnen und beide auszeichnen ist, dass wir die Kanäle frei wählen können. Wir können zum Beispiel auf den AUX 4 3-4 Servos anschließen auf diesem Kanal. Das ist nach wie vor Standard und es ist auch eine Auszeichnung dahingehend, dass dieser kleine Sender, dieser kleine kompakte Handsender, wenn er so gut in der Hand liegt, sehr, sehr gut zu konfigurieren ist und leicht. Es gibt eine gute Menüführung und es gibt jetzt Unterschiede. Wie gesagt, wir haben hier einen 9 und hier haben wir einen 12-Kanal-Sender. Beide können 7 Sensorwerte sich ansagen lassen oder auch anzeigen lassen, logisch. Und wir werden mal hier eine kleine Konfiguration mal zeigen, was sie sonst noch alles kann. Hier habe ich High Voltage Digital-Servos von Hitec, die habe ich angeschlossen an das Wingstabi 16DR Pro und einen Sensor, das ist der True Airspeed Sensor mit Vario. Da kommen zwar noch Schläuche dran und eine Düse, aber das machen wir jetzt mal gerade nicht. Ich schalte das mal jetzt ein. Prüfen Sie die Position. Selbstverständlich. Das sind die Sicherheitsanweisungen. So, jetzt gehe ich erstmal rein und wähle mir hier die Wingstabi-Konfiguration aus. So. Prüfen Sie die Position. Ist gemacht. Und es gibt was ganz Neues, was auch die Pro 4TX, hier, mein Lieblingssender, neben dem, also ich nutze ja eigentlich Pulssender, das ist hier mein Lieblingssender, und die haben eine neue Funktion, und zwar wird jedem Empfänger eine Nummer zugewiesen, von der Konfiguration aus. Das bedeutet, das macht auch die Pro 4TX, das macht auch die Cockpit SX, dass wir jetzt, wenn wir einschalten und zufällig jetzt mal wählen, und wir wählen ein anderes Modell aus, in dem ein anderer Empfänger eingebaut ist. So ist diese ID, die da dann nicht kongruent ist zu dieser, die hier im Flugzeug ist, wie eine Art Wegfahrsperre zu sehen. Das bedeutet, spreche mir die ID 4 an, dann ist das die ID 4, dann geht der hier an. Wenn aber jetzt sage, okay, ich habe noch eine andere FunCap XL, da ist aber, das kann ich jetzt hier nicht unterscheiden, FunCap XL 1 und 2, und jetzt tippe ich auf 2, obwohl ich die 1 mitgenommen habe, dann geht die nicht an. Ja, warum? Weil die 1er-Konfiguration auf die 2er nicht stimmen kann. Früher war es so, ohne diese ID habe ich dann einfach die Maschine angesprochen und da dachte ich, oh, ist ja wunderbar, kann ich ja fliegen. Da bin ich zum Beispiel mit Heron geflogen und es ist mir erst später aufgefallen, dass ich dann die FunCap XL da geflogen bin mit einer Heron-Einstellung. Ich habe mich gewundert, warum das nicht stimmt und warum irgendwie was nicht funktioniert am Boden, aber es funktionierte. Jetzt kann man durch diese ID die Sicherheit einbauen, dass wir nur noch den Empfänger ansprechen mit dieser ID. Und wenn das die ID 4 hat, in der FunCap XL und im Heron hatte ich die 2 und ich schalte jetzt hier aus Versehen Heron, will aber die FunCap fliegen, dann erkennt er, aha, das hat die ID 4 und wenn ich dann Heron eingebe und möchte FunCap fliegen, dann springt der Empfänger nicht an, weil die ID nicht dieselbe ist, die quasi in dieser Konfigurationsdatei des Modells im Sender gespeichert ist und auch auf dem Empfänger. Perfekt gemacht, liebe Multiplexer, eine große Innovation, die ihr jetzt quasi für die gesamte Senderfamilie, für die Cockpit und sowie auch die Master Edition hier für die Pro 4TX rausgebracht habt. Ich nehme an, es ist auch für die anderen Anlagen dann dementsprechend auch ein Update dafür. So,
jetzt sprechen wir mal hier diese Elemente an. Ich habe hier High Voltage Servos dran. So. Sensor 2,4 Volt. Ja, ist ja logisch, weil der ist ja nicht eingestöpselt. Also der sagt mir sofort den Alarm, auch wenn der zweite Akku hier in der Akkuweiche nicht angeschlossen ist. So, jetzt funktioniert es. Ihr hört schon, ich habe da was konfiguriert. Seht ihr? Der hat einen Lagesensor drin und mit dem kann ich jetzt auch die Servos ansteuern. Ja, also das ist ja normal, aber das kennen wir bisher noch nicht, dass wir hier einen Beschleunigungssensor drin haben, und zwar über alle Achsen, X, Y, Z-Achsen, und zwar nicht nur lageabhängig, wie es hier ist, das ist ja lageabhängig, sondern auch über Beschleunigung. Das heißt, wir können uns verschiedene Sachen einfallen lassen, wie zum Beispiel Sensorwerte ansagen lassen, wenn wir den Sender schütteln. Ich habe das mal so voreingestellt, das ist relativ einfach, ich komme auch gleich mal zu euch rüber, oder zu dir rüber, ich zeige dir das, wie man das macht. Man kann hier in die Servozuordnung gehen, dann unter Servozuordnung, gehen wir jetzt auf Seite 2, da seht ihr, ich habe Lage X und das ist die Lage X auf 7 gelegt. Jetzt mache ich mal Lage Y auf 7, dann ist das die andere Richtung, so. Und ich kann auch sagen, ich habe hier Giro, Lage und ein Giro. Das sind die Beschleunigungen. Wenn ich jetzt sage, ganz schnell gehe, dann bewegt er sich auch schnell, aber bleibt dann da stehen. Und wenn ich die Lage habe, dann gehe ich immer zur Neutrallage wieder zurück, dann ist das Servo auch eine Neutrallage. Dann mache ich nur so, dann macht er auch nur einmal diese Bewegung, bleibt da stecken. Muss man dann wieder unten machen, dann kommt er so. Bei der Lage ist es so, dass der, wenn ich in die Lage so gehe, der geht dann so mit. Ja? So, aber nicht jeder hat seine eigene Lage. Das bedeutet, man muss ja erstmal gucken, was ist meine Neutrallage. Und dazu gibt es, seht ihr, hier seht ihr wieder, die sich bewegen, die Elemente. Hier oben, das ist die Lage. Wenn ich jetzt da drauf drücke, seht ihr, das ist jetzt die Neutrallage geworden. So, jetzt arbeitet der in die Y-Richtung und so in die X-Richtung. Wenn ich so den Sender nach oben schlage, dann ist das die Z-Richtung, die dort nach da wandert. Und je nachdem, wie ich jetzt den Sender halte, drücke ich auf Kalibrieren und dann ist das jetzt meine neutrale Lage. So, wofür kann man das verwenden? Das habe ich eben gesagt. Die Lage und auch die Beschleunigung können wir verwenden. Dann gehen wir hier runter und gehen raus, gehen auf die Servozuordnung, Servomonitor. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass auf Servo 7 und auf 9 und 10 die zugeordnet sind. Servozuordnung. Hier mache ich mal Giro AX rein. Gehe mal eins weiter. Hier habe ich den Lage X drin. So, jetzt habe ich das auf Servo 9 eingestellt. Ja, also das ist den Profi-Anlagen früher vorenthalten gewesen, dass man diese breite Konfigurationsmöglichkeit hat. Wie gesagt, eine hervorragende Sache, aber wir fliegen jetzt nicht F-Schlepp und auch noch gleichzeitig den Segler und die Motormaschine, indem wir hier oben Segler steuern und hier so hoch, runter, rechts, links mit der Motormaschine. Na klar können wir auch damit mehrere Empfänger ansteuern, das bietet ja auch Multiplex seit neuestem an, aber wozu können wir das nutzen? Also, wie gesagt, die Sensoren sind mit den Warnschwellen einstellbar, wie wir sie so kennen. Also sämtlichen Luxus haben wir. So, schaut mal. Das ist ein Gimbal, was zum Beispiel uns jetzt ermöglicht, diese Funktion zu nutzen. Dazu gehe ich jetzt in das Hauptmenü nochmal rein und wähle diese
Vorkonfigurierung Prüfen Sie die Position. des Senders. Und weil ich hier keine High-Voltage-Servos habe, hier in diesem Gimbal, das ist ein mit Servo angetriebener Gimbal, der über alle Achsen mir hilft, die Kamera optimal auszurichten mit den Kreiselsensoren, die hier angebracht sind. Hier ist ein Kreiselsensor, hier hinten ist ein Kreiselsensor und hier unten drunter ist ein Kreiselsensor. Ich schalte das mal ein. So. Es braucht einen kurzen Moment, um sich zu kalibrieren. So. Ich habe das mal voreingestellt. Seht ihr? Ist das nicht herrlich? Jetzt kann man ganz feinfühlig sagen, okay, guck noch was hoch, guck wieder runter. Ja? Dafür ist es gedacht, man steuert jetzt quasi mit Nick, Roll, Gear und Pitch den Copter. Jetzt sagt ihr, kannst du runter gucken, so und weiter. Perfekt. Und so sieht man das dann. Das ist sehr intuitiv, seht ihr? Also der Kameramann kann das ja auch sehr intuitiv nutzen, aber auch der Pilot, der guckt sich das Bild an. Hier habe ich zum Beispiel einen Hochfrequenzwandler, Digital-Hochfrequenzwandler, der schickt mir das Signal dann nach unten, das Videosignal, und ich kann das auf der Brille dann sehen. Was man jetzt noch machen kann, das will ich euch noch zeigen, wenn der jetzt in der Luft ist, schwebt, dann richtet er sich ja aus. So, jetzt richtet er sich aus, egal wie sich der oben dreht, bleibt auf das Objekt ausgerichtet. Und wenn ich die Kamera jetzt so, seht ihr, jetzt in diese Lage mache, dann dreht er nach da. Und wenn ich in diese Lage, dreht er in diese Richtung. Drehe ich die Kamera nach oben. So, kippe ich es. Also, ihr seht, es funktioniert in alle Richtungen. So. Das wollte ich euch zeigen, das ist eine gute Anwendung für den Cockpit SX. Gut gemacht, hier aus dem deutschen Hause Multiplex. Und ich gratuliere zu diesem Schritt, es vereinfacht das Leben für die Copterpiloten auf jeden Fall. In diesem Sinne, für uns als Modellflieger finden wir noch mehrere Anwendungen, wie zum Beispiel, ich will es mal einfach nur als Beispiel nochmal sagen, wir können auch hingehen und sagen, ich möchte jetzt gerne bei den Sensoren Ansagen haben. Zum Beispiel unter Sprache, Sprachansage, habe ich jetzt zum Beispiel Gyro AZ1. Da mache ich so und dann kriege ich eine Sprachansage. Ich werde euch das mal demonstrieren. Sensor 07, Sensor 07, 6 Volt, Sensor 1, 100% Empfangsqualität, Sensor 2, 7,5 Volt, Sensor 5, 0,0 kmh. Ich habe hier auf den Sensor 5 mein Vario und True Airspeed Sensor drauf. Will ich mir das nochmal anhören? Ich bin ja kein Schalter gegangen. Ich brauche einen Wackel. 100% Empfangsqualität, Sensor 2, 7,5 Volt, Sensor 5, 0,0 kmh. So, jetzt wackel ich mal. Sensor 0, 7,6 Ja? Da fängt er wieder an zu sprechen an. 100% Empfangsqualität, Sensor 2, 7,5 Volt, Sensor 5, 0,0 kmh. Ja, so herrlich, ne? Immer wenn ich dann meine, okay, ich brauche jetzt was, und dann rappel ich da dran. So. Sensor 0, Dann kommt 7,6 er. Volt, Sensor 1, 100% Empfangsqualität. Und so kannst du dann Sensor 0, wieder abschalten, dann spricht sie nicht. Ja, mehr kann man nicht sagen. Ich finde es eine gute gelungene Innovation. Denkt daran, auch die neuen Updates aufzufahren. Bis dahin, euer Stefan vom Modellpilot EU. Viel Spaß hier mit der Cockpit SX12 aus dem Hause Multiplex. Ciao.